Moin aus dem Wunderland. Mein Name ist Matthias. Ich bin Gästebetreuer hier im Wunderland. Darum seht ihr mich hier im Nordpolarmeer hinter der Anlage. Denn das ist auch immer noch ein Teil meines Berufes. Guide sein und euch die Anlage präsentieren. Was noch alles dazugehört zur Gästebetreuung und zum Guide-Leben, das wollen wir euch in der heutigen Folge zeigen. Wenn ich hier morgens in der Firma ankomme, dann treffe ich mich erstmal mit meinem Kollegen Dirk. Der macht mit mir zusammen die Teamleitung hier bei den Guides. Wir sprechen uns über den Tag ab, was so passieren soll. Nach der Besprechung mache ich in der Regel eine Runde durchs Haus und gucke, was sich an der Anlage verändert hat. Ich frage Kollegen, die ich unterwegs treffe, was es denn Neues gibt und gucke mir die aktuellen Projekte an. Wenn ich dann mit meiner Runde durchs Wunderland fertig bin, dann poste ich erstmal die Neuigkeiten bei uns in die Gruppe rein, denn ich laufe ja hier nicht alleine rum. Ich habe 25 Kollegen, die die Neuigkeiten genauso wissen möchten. Anschließend bereite ich mich dann selber auf meine Tour vor, rüste mich mit der Audioanlage aus, bevor es dann mit den ersten Gästen hinter die Kulissen geht. Wer von euch war denn schon mal hier? 1, 2, 3 Wiederholungstäter. Das finde ich in dem Falle sehr sympathisch. Ja, schaut mal hier. Erkennst du den wieder? Woran hast du es erkannt? An seiner Perücke. An der Perücke und der orangen Haut. Also es ist relativ leicht, so kleine Figürchen auch zu individualisieren. Knopfdrückern gibt es bei uns über 250 Stück. Bei den Männern der beliebteste Knopfdrücker, das ist eine Rüttelplatte auf einer Baustelle in Knuffingen. Jungs, was stimmt mit euch nicht? Das Ding ist über 3,5 Millionen Mal gedrückt worden. Der leckerste Knopfdrücker, habt ihr den schon gefunden? Nee. Die Lind- und Sprüngli-Schokoladenfabrik in der sagt sie. Schmeckt nämlich nicht nur den großen, es schmeckt auch den kleinen lecker. Ja, wir haben ja in Aachen haben wir ja Lind. Genau. Da kann man zugucken, wie Schokolade konchiert und verpackt wird. Also merkt euch bitte für die Anlage, glitzernder weißer Schnee ist scharfkantig, der macht die Finger kaputt. Und gelber Schnee schmeckt nicht nach Zitrone. Früher sind unsere Touren hinter dem Leitstand im 4. Boden gestartet. Doch seit wir die Touren im Internet anbieten, reicht dieser Platz lange nicht mehr aus und wir haben unten im 3. Boden den Tourtreff eingerichtet. Und haben Hamburgs beliebtesten Studentenjob erfunden. 8 Stunden Schiffe fahren im Wunderland. Kommt mal mit, das gucken wir uns mal an. Ihr lacht, das ist tatsächlich ein Job. Ich bin auch mal eingesprungen. Ich hatte allerdings bis zu dem Zeitpunkt noch kein so ein Schiff gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, mit welchem Schiff ich losgefahren bin, oder? Mit der AIDA natürlich, was denn sonst? Ich habe schon 6 Minuten gebraucht, um die AIDA rauszufahren bis hier vorne hin. Ich war noch nicht ganz an der Brücke angekommen. Da kriegte ich vom Leitstand einen Funkspruch, ob ich betrunken bin. Ich sag, nein, wieso, was ist denn los? Naja, du hast eben gerade unsere Schnellzüge da unten überholt mit der AIDA Blue. Die AIDA Blue, die lag zwar schnittig im Wasser und der Kapitän hätte dahinter Wasserski fahren können, aber das ist nicht das, was wir euch zeigen wollen. Richtig, das ist unrealistisch. Wie ich ins Wunderland gekommen bin, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, denn ich habe mich schon vor 22 Jahren darauf beworben, als die erste Ausschreibung in der Bild-Zeitung stattgefunden hat. Das hat damals aber leider nicht geklappt. Mein beruflicher Gang, der hat mich dann bis 2015 in die Schweiz verschlagen. Als wir hier wieder angekommen sind in Deutschland, da habe ich dann nochmal den Anlauf unternommen und mich im Wunderland beworben. Diesmal auf die Stelle des Guides. Und das sollte klappen. Mittlerweile bin ich für die Gästebetreuung hier im Wunderland zuständig. Dazu gehört auch, dass ich eure E-Mails beantworte. Die fragen, ob vielleicht noch eine Führung stattfinden kann. Das macht bei uns kein Computer, das mache ich. Außerdem koordiniere ich hier im Haus die Führung. Das heißt, wir planen diese Führung schon für ein Dreivierteljahr im Voraus. Ihr könnt dann diese Führung online buchen und ich sorge dafür, dass für jede Führung der passende Guide da ist. Moin, wir bräuchten einmal Hilfe bei den Führungen. Wir haben hier einen Ausfall. Dringend bräuchten wir jemanden für die Führungen. Das ist gerade ganz schlecht. Ich stehe hier im Weihnachtsmannkostüm. Ich versuche, einen Kollegen zu organisieren. Moment mal. Hallo Krischi,
kannst du einspringen für die 10 Uhr Führung? Ich stehe hier im Weihnachtsmann-Kostüm, das funktioniert so nicht. Kannst du nicht? Ihr habt auch, alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes über, als die Führung heute im Weihnachtsmann-Kostüm zu machen. Danke. Was tut man nicht alles für die Gäste? Dann werden wir heute die erste Weihnachtsführung machen. Ist ja auch schließlich der 1. Dezember. So eine Tour ist natürlich keine einseitige Sache. Wir sind in der Regel mit 6 Gästen unterwegs, die man auf der Tour auch kennenlernt. Daraus ergeben sich dann auch persönliche Geschichten. Und eine, die mich ganz besonders berührt hat, die hatte ich mal mit einem Schweizer. Der kam mit Hirntumor bei uns auf die Anlage und ich durfte ihm die Schweiz präsentieren bei uns. Er wusste, dass es das letzte Mal war, dass er irgendwo hinreisen würde und hat mich am Ende der Tour ganz herzlich umarmt. Und dieser Augenblick, der ist mir wirklich nahe gegangen, weil das ein sehr ergreifender Augenblick war. Und so ergreifende Momente wie diese, das ist es, was diesen Job so richtig spannend macht und weswegen ich hier gerne herkomme und jeden Morgen wieder mit Freude an meine Arbeit gehe. Das Schloss Neuschwanstein, das ist im Gegensatz zu anderen Modellen ein Lasercut-Modell. Das ist aus einer speziellen Pappe hergestellt. 3.911 Teile, 1.000 Arbeitsstunden stecken da drin. Schau mal, was wir hier haben. Oh, ein Einhorn. Unser Einhorn, genau. Es gibt 3 Einhörner auf der Anlage im Wunderland. Eure Aufgabe heute Abend besteht darin, die beiden anderen zu finden. Wo ich gerne stehen würde, wenn ich ein 2 cm großes Figürchen wäre, die Frage brauche ich mir gar nicht zu stellen, denn ich stehe schon auf der Weihnachtsfeier in Hamburg. 2020 im Lockdown haben uns unsere Chefs mit dem 3D-Scanner gescannt und ich darf da auf der kleinen Weihnachtsfeier teilnehmen. Ansonsten würde ich gerne hier hinten in Skandinavien stehen, denn privat fahre ich gerne nach Schweden. Der spannendste Ort, das wäre aber mit Sicherheit die Formel 1 unten in Monaco auf der Tribüne. Da hätte ich gerne einen Sitzplatz. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ja. Und danke dafür, dass ihr euch die Führung gegönnt habt. Und natürlich danke, dass wir hier mit dabei sein durften. Wir gehen nach unten zum Tresen runter. So, ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge zeigen, was ich hier so im Wunderland mache. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, ihr wisst ja jetzt, wo ihr mich erreichen könnt. Ich freue mich, wenn ich euch dann hier mal zu einer Backstage-Tour treffe. Bis dahin erstmal tschüss!